Es gibt Stimmen, die behaupten, dass ERP-Systeme künftig durch künstliche Intelligenz abgelöst werden. Mein Kollege Dirk behauptet, dass diese Frage zu kurz greift. Er wird uns jetzt beantworten, warum. Hallo Dirk. Hallo Inga. Du möchtest uns heute so ein bisschen was über die Rolle von ERP-Systemen in Verbindung mit künstlicher Intelligenz erzählen. Warum sagst du denn, dass KI die ERP-Systeme nicht einfach nur ablösen wird? Naja, so sage ich das nicht. Okay, dann formulier es mal mit deinen Worten. Also ich habe ja auch keine Glaskugel und ich glaube, dass wir alle im Moment nicht ganz genau wissen, was die KI bringt. Ja, so wie wir alle nicht in den 90ern wussten, was das Internet uns bringen wird. Ja, oder was wir Anfang des Jahrhunderts geahnt haben, was Strom oder irgendwann später mal die IT uns bringen wird. Das ist einfach in dem Moment nicht erwartbar, absehbar, wirklich greifbar. Da spielt einfach zu viel rein. Was wir sagen können, ist ja erstmal, lass mal einfach anfangen. Wird es abgelöst, ja oder nein? Ganz klar aus meiner Sicht nein, das geht nicht. Wir reden von transaktionalen Systemen. Ja? Wir müssen buchen, wir müssen GOBD einhalten, wir müssen irgendwo dokumentieren. Und eine KI braucht ganz klar irgendwo Stammdaten, auf die es zurückgreifen will, wenn es die Wahrheit kennen will. Und dazu fragt die KI nicht ihr Modell, ihre künstliche Intelligenz, sondern sie fragt ein System, das kann RAG sein, das kann eine Datenbank sein, das kann ERP sein, das fragt sie und da holt sie sich die Information. Ja? Und du kannst ja nicht einfach einer KI sagen, buch mir mal das und das und dann, also ein Buchungssatz, ich meine jetzt nicht eine Reise. Ja? Und dann merkt sich das die KI in ihrem Modell, so ungefähr, das funktioniert ja nicht. Ja? Sondern wir müssen diese Buchung, wir müssen soll an haben buchen, das muss nachvollziehbar sein, das muss dokumentierbar sein, das muss unveränderbar sein und so weiter. All dieses ganze Regelwerk, das geht ja weiterhin. Ja. Okay, also erstmal, nein, es löst dich ab, aber das ERP wird sich verändern und die KI wird die Arbeit, unsere Arbeit und wie das ERP bedient wird, massiv verändern. Okay, also ERP wird vom transaktionalen System zur Orchestrierungsplattform. Genau. Es bleibt also zentral im Unternehmen, auch wenn KI gerade in aller Munde ist. Ich finde, irgendwie sind wir alle zentral, ne? Das ERP ist die Zentrale für die Daten. Ja? Der Mensch steht sowieso im Mittelpunkt und die KI steht in der Mitte zwischen beiden. Ja? Ja. Und hat eine ganz zentrale Funktion in Zukunft. Das steht nicht überall dazwischen, aber es wird sich immer mehr dazwischen schieben und wir dürfen jetzt nicht mehr das ERP nur noch als Software betrachten, sondern wir müssen eigentlich mal, wenn wir einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir haben da noch viel mehr. Und das müssen wir uns mal als Ganzes angucken. Da müssen wir uns mal das gesamte System angucken und dann versteht man die Rolle auch. Und wir sollten vielleicht auch mal an der Stelle reingucken, wie entwickelt sich das? Also, ja, wir können ja nicht sagen, das ist heute so und morgen ist das so, sondern das ist auch ein Weg dahin. Ja. Und auch den sollten wir mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, dann lass uns da doch mal reinschauen, wie künstliche Intelligenz in diese Infrastruktur eingebunden wird. Also, ich glaube, du darfst damit rechnen, dass das ERP der verbindliche Kern bleibt. Also, wenn du ein Buchungssystem hast, wo zum Beispiel deine Rechnungen drin sind, dann werden da auch morgen noch die Rechnungen als Daten drin sein. Und in deinem Dokumentenmanagementsystem, das revisionssicher archiviert, wird das PDF sein oder die Rechnung so, dass sie unveränderbar ist. Ja? Und in deinem ERP oder in deinem Shop wird die Bestellung sein. Ob die Bestellung jetzt von einem Menschen ausgelöst worden ist oder von der KI, das wissen wir jetzt noch gar nicht. So, ob die KI jetzt entschieden hat, was verschicke ich wann oder ein Mensch, das wissen wir beide noch nicht. Ja? Und in diese Unsicherheit, da gehen wir erstmal rein. Also ERP bleibt der verbindliche Kern. Ja, da bleiben unsere Geschäftsvorfälle nachvollziehbar. Für dich als Menschen und für die KI als Menschersatz.
Nein. Ja, aber die KI kümmert sich um Vorarbeit, nimmt uns Koordinationsarbeit ab. Und die KI, die hat natürlich auch einen Vorteil, die kann deutlich schneller verarbeiten und lesen wie du und ich. Ja? Die liest sich innerhalb weniger Sekunden so ein ganzes Buch durch. Ja? Die guckt sich innerhalb von wenigen Sekunden die letzten 2000 Bestellungen von deinem Geschäftspartner an und fragt sich, warum bestellt er den und den Artikel nicht mehr. Ja? Und weil wir wissen viel zu wenig über unsere Kunden. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel Autoreifen verkaufst, du weißt, ja, du merkst einfach plötzlich, also die KI merkt einfach, Mensch, der bestellt jetzt schon seit 1,5 Jahren eine bestimmte Dimension nicht mehr, weil er den Radlader gar nicht mehr hat, weil er jetzt einen neuen Radlader hat oder weil er den Radlader gemietet hat und den Reifen kauft jemand anders. Das sehe ich als Mensch häufig gar nicht. Und die KI merkt sowas. Ja, die interpretiert solche Daten dann in größerem, schnellerem Rahmen. Ja, ganz genau. Ja. Ja, okay. Das heißt, KI wird so ein bisschen vor das ERP geschaltet. Ja, so zwischen Mensch und Maschine, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon mal gesagt, lass mal einen Schritt zurücktreten. Also lass uns mal die gesamte Landkarte des Unternehmens angucken. Ja, da passiert ja schon eine ganze Menge. Ja, was ist denn heute das zentrale Element? Ja, da gibt es die Postfächer, die elektronischen Postfächer. Ja, da gibt es den Online-Shop. Da gibt es die Kommunikationsplattformen, wo die Menschen irgendwo zum Beispiel auch im Portal mit uns kommunizieren. Ja, da gibt es Handelsplattformen, wo irgendwas drauf stattfindet. Da gibt es eine persönliche Abstimmung, die Telefonate. Auch da wird sich die KI so ein bisschen einmischen, die wird teilweise telefonieren, teilweise wird sie Telefonate mitschneiden, Aufgaben ableiten und vielleicht diese Aufgaben auch erledigen. Ja, und dann gibt es auch doch diese ganzen Excel-Listen, die wir heute ja gerne erstellen, um dann irgendwas rauszufinden. Ja. Und natürlich kann ich mein ERP bitten, mir zum Beispiel eine Auftragsliste zu geben vom letzten Monat, um dann irgendwie zu gucken, welche Kunden haben weniger oder mehr bestellt und so weiter. Ja, weil ich dafür vielleicht noch gar keinen eigenen Bericht habe. Dann kann ich aber meine KI auch gleich fragen, was sind denn die Top 10 Kunden, die weniger bestellt haben? Wenn mein ERP dafür keinen Bericht hat, die KI kann das. Das macht die ganz schnell. Ja, okay. Das heißt, die KI wird so ein Stück weit meine Plattform, die alles überblickt und der ich direkte Fragen stellen kann. Ja, also wir haben in der Vergangenheit ja mal mit APIs und Schnittstellen gearbeitet. Und dann haben wir angefangen zu automatisieren mit Workflows oder mit diesem Man-End zum Beispiel. Oder Make nutzt der eine oder andere auch. Und versucht so Workflows in Gang zu bringen. Das Spannende ist eigentlich, an vielen Stellen braucht die KI keine Schnittstelle mehr. Oder, das ist sozusagen der nächste Schritt, ein System, eine Lösung hat schon eine Schnittstelle, die sie bereithält. MCPs ist die eine Möglichkeit. Besser ist es, wenn man dann einen dedizierten Gateway baut, der auch noch Regeln beinhaltet. Das ist aber ein anderes Thema, da will ich jetzt nicht zu technisch werden. Aber tatsächlich ist es so, die Bedeutung der Schnittstelle reduziert sich. Ja, im Zweifel kann die KI auch deinen Browser bedienen und in dem Browser bestimmte Dinge für dich erledigen. Ja, ist nicht die performanteste Methode, aber ist eine Methode. Ja, wir haben zum Beispiel eine uralte Lösung hier bei uns im Haus, nur mal so um ein Beispiel zu nennen. Ja, und dann gibt es eine Mitarbeiterin, die kann mit dieser alten Lösung die Handbücher für unsere Software schreiben. Ja, und die anderen Kollegen, die liefern das immer per Word zu. Ja. Und was soll ich dir sagen? Wir haben bis heute es nicht geschafft, das zu automatisieren. Bis zu dem Punkt, wo wir in der KI gesagt haben, guck dir das mal an, guck dir die Oberfläche an und bau dir mal ein kleines Skript, mit dem du diese Oberfläche bedienen kannst und dafür sorgen kannst, dass das, was hier in dem Word-Dokument steht, jetzt in Zukunft rechts auch drin steht, dass du das vergleichst, aktualisierst und dann freigibst. Und siehe da, das funktioniert ganz einfach. Ja, okay, wunderbar. Das heißt, welche Rolle würdest du KI künftig im Unternehmen geben? Ich würde sagen, KI wird auch zum Vorarbeiter. Bitte? KI wird so ein bisschen in die Richtung gehen, sich zwischen uns und die Transaktionssysteme zu schieben. Ja? Ich muss nicht unbedingt in mein Postfach gucken. Ja? Ich kann durchaus
eine KI fragen, so, was sind die 3 wichtigsten E-Mails, die ich im Moment bearbeiten muss, von wem kommen die denn? Was schreibt, ne? Und dann kann ich so, was schreibt der und der denn? Dann kann ich eine KI auch fragen, was schlägst du denn vor, was wir machen können? Ja. Dann sagt die KI, was weiß ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Kunde stellt diese Frage schon zum 3. Mal und hofft wohl scheinbar darauf, dass wir das irgendwie jetzt mal günstiger machen oder dass jemand anders das macht oder sonst noch was. Oder die KI kann das auch einstufen, die Eskalation. Der KI kann auch sehr gut Sprache analysieren. Ja, wir Menschen erkennen häufig gar nicht in einer E-Mail, wie der Mensch gerade drauf ist, der das geschrieben hat. Ja? Und die KI kann das. Ja, eine KI kann mir sagen, der ist auf Zinne. Ja, oder keine Ahnung, der pokert. Ja. Okay, das heißt, die KI gibt dem Ganzen eine neue Brille, beziehungsweise wird Teil der Steuerungsarchitektur eines Unternehmens und das ERP rückt so ein bisschen nach hinten als Betriebssystem, weil die KI den Überblick über alle Systeme liefert. Ja, also genau, also die Oberfläche verändert sich. Ich werde viel seltener in der Oberfläche des ERPs unterwegs sein. Und das Unternehmen wird plötzlich anders steuerbar. Ja, ich musste vielleicht in der Vergangenheit irgendwelche Regeln selbstständig manuell hinterlegen und ich musste viele Fragen stellen und da kann sich die KI jetzt in Zukunft auch dazwischen schalten. Und die KI wird assistieren, aber sie wird eben auch in die Handlungsebene gehen, ja, und den Menschen in der Handlungsebene auch ersetzen. Ganz klar, du musst als Unternehmer dort Guardrails setzen, also Richtlinien einsetzen und dafür sorgen, dass es Regeln gibt. Lass die Agenten, die Assistenten und Co., lass die nicht einfach losrennen. Und da muss man ja auch sagen, wir reden jetzt sozusagen von der einen KI oder von einem System, was wir zwischen das ERP und den Menschen und diese anderen Systeme stellen und das rollen wir sozusagen über das ganze Unternehmen aus. Wir dürfen nicht verändern, es gibt noch viel mehr KI-Baustellen im Unternehmen, die mit dem ERP gar nichts zu tun haben. Ja, okay. Und inwiefern bestimmt denn überhaupt die bestehende Architektur in einem Unternehmen darüber, was künftig mit KI machbar sein wird? Naja, wir haben ja gerade gesagt, KI bereitet irgendwo auf und vor. Ja? KI übernimmt Aufgaben und Abläufe. Eine KI verlässt sich aber natürlich auch darauf, dass die Daten, die ich da habe, dass sie korrekt sind. Ja. So, wenn du jetzt Schwierigkeiten mit deinen Daten hast, wenn du keine guten Schnittstellen zu den Systemen hast, wenn du uneinheitliche Daten hast, wenn die Bestände, die in deiner IT drin sind, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Ja, wenn Dinge zum Beispiel irgendwo ins Lager reinkommen und da erstmal abgestellt werden, nicht dokumentiert werden und sonst noch was, ja, dann hast du in deinem Unternehmen halt keine guten Prozesse und auch keine gute IT und keine guten Daten. Ja. Und du brauchst halt vernünftige Schnittstellen. Und was das Schwierigste im Unternehmen für die KI sein wird, ist das Wissen in den Köpfen. Klar, das kann die KI nicht einfach so herausfinden. Also alles, was in deinem System, in deinem Unternehmen wichtig ist, aber nur in den Köpfen ist, kann die KI nicht berücksichtigen. Klar, das ist logisch. Das heißt, eine KI kann nur so gut arbeiten, wie die Daten des Unternehmens sind. Ja, also und von daher, also da spielt jetzt zum Beispiel, also wir kennen ja Unternehmen, die haben so ein Best of Breed, der ist irgendwo über die letzten 25 Jahre entstanden. Da ein CRM, dann eine Marketing-Automation, da eine Buchhaltung und dann da nochmal so ein System für die Lagerung und dann haben sie noch irgendwie eine Bestellplattform. Dazwischen machen sie dann noch irgendwie Excel-Weitwurf, haben irgendwelche Schnittstellen. Und diese Unternehmen haben natürlich ein ganz großes Problem. Jemand, der jetzt zum Beispiel so ein HVX 360 hat. Oder jemand, der von uns, ich sag mal zum Beispiel ISW mit ISC und ISA und ISW hat und Co., der hat halt ein großes System mit einer zentralen Wahrheit. Ja. Und wenn du so eine Infrastruktur hast, wo es eine Wahrheit gibt und wo es sozusagen den Kundensatz, die Adresse des Kunden, die Niederlassung des Kunden, die
Informationen zu deinem Lieferanten, die Informationen zu Produkten, wenn die an einer zentralen Stelle sind, in so einem Cloud-ERP wie Haufix 260 zum Beispiel, dann hast du natürlich eine viel bessere Voraussetzung, mit KI auch jetzt einen echten Effekt zu erzielen, als wenn du das nicht hast. Ja, klar, das stimmt. Es gibt ja den schönen Spruch, Shit in, Shit out. Ja. Gilt bei KI natürlich auch. Ja, das gilt ich meine, das ist natürlich ein großes Learning. Ich meine, haben wir bei jeder ERP-Einführung. Wenn wir da eine schlechte Datenbasis haben, dann kann das Shop auch noch schlecht werden, dann kann der KI-Nutzer natürlich auch noch schlecht werden. Aber das ist, glaube ich, die Aufgabe von demjenigen, der das Ganze einführt. Okay. Und was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, da lass uns nämlich mal zum nächsten Punkt kommen, ist das Regelwerk, was dahinter geschaltet wird. Weil ohne vernünftiges Regelwerk, ohne Governance kann eine KI nicht wirklich gut im Unternehmen eingesetzt werden, richtig? Ja. Und dafür brauchst du halt irgendwie einen Bauleiter, ne? Also, du brauchst jemanden, der im Unternehmen jetzt erstmal die Verantwortung übernimmt, der wirklich die Leitung, die Projektleitung, die Bauleitung übernimmt, um das zu implementieren. Und ja, der muss sich einfach angucken, wie soll denn unsere Policy aussehen, wie soll unsere Governance aussehen. Der muss sich damit beschäftigen, was habe ich denn eventuell schon an Lösungen, die sich mit bestimmten Dingen beschafft. Was steht denn für mich als regulatorischer Rahmen? Ja, wir haben Kunden aus dem MedTech-Bereich, aus dem Pharma-Bereich. Ja, die sind so so gefangen in der Regulatorik, die müssen ganz, ganz vorsichtig sein, was sie denn überhaupt an eine KI übergeben. Ja, klar. Was sind denn die größten Risiken, die du siehst, wenn das nicht vernünftig mit einem Regelwerk versehen ist? Naja, dann entstehen Sonderlösungen. Damit geht das schon mal los. Also das Problem ist ja, dass wir heute froh sind, nach 50 Jahren, dass wir endlich weg sind von der Individuallösung und dass wir heute wirklich in Standardsoftware angekommen sind. Ja, die meisten Unternehmen setzen heute auf Standardsoftware. Und da haben sich, ich sage mal, im Markt dann wirklich mittlerweile doch ganz wenige Lösungen eigentlich durchgesetzt. Ja, und sei es zum Beispiel im Mail-Bereich, ja, Internetbrowser, überall haben wir Standards. Niemand wird heute mehr auf die Idee kommen, oder die wenigsten, ein Mailprogramm selber zu entwickeln. Ja? Und auch eine Buchhaltung selber zu entwickeln. Ja? Das wird schwierig. So. Und nun wandern wir plötzlich mit KI dahin, dass wir Prozesse automatisieren, dass wir ganz tolle Dinge bauen. Und das machen wir individuell womöglich. Ja? Und da finde ich, da kommt auch wieder so ein Partner wie so ein Dienstleister wie wir für Unternehmenslösungen ins Spiel. Wir gucken halt mit dem Bauleiter gemeinsam dahin, dass wir irgendwo nicht nur heute eine gute Lösung schaffen, aber auch zum vernünftigen Kurs und auch mit möglichst niedrigen Folgekosten. Weil mich interessiert ja nicht, wenn ich jetzt eine Lösung schnell baue, ja, und dann weiterentwickle und wenn die bestimmte Dinge tut, dann interessiert ja niemanden eigentlich jetzt erstmal, was hat das denn in dem Moment gekostet, sondern was sind die Folgekosten, ja. Ich muss aufpassen, wie viel Token, ja, weil das ist nämlich die neue Währung in der KI, werden denn hier überhaupt verbrannt mit dieser Lösung? Ja, also was kostet mich der einzelne Geschäftsvorfall nicht mehr nur in Arbeitszeit beim Menschen und eventuell an anderen Stellen, sondern ich muss auch gucken, was kostet mich jetzt sozusagen anteilig die KI für diesen Prozess? Und das andere ist, ich muss auch hingucken, was wird denn diese Sonderlösung, die ja keine Standardsoftware mehr ist, morgen kosten? Ja, und was wird das? Ja, und dann wird die mal weiterentwickelt und dann ist irgendwann der Mitarbeiter, der das mal sich ausgedacht hat, nicht mehr da. Ja, ich meine, wir sind das beste Beispiel. Denken wir an unsere Marketing-Automation. Ja, das ist individuell gebaut. Und da sagen wir einfach nach 3-4 Jahren, komm, das reißen wir jetzt alles wieder ein. Das muss einfacher werden. Ja, das ist zu kompliziert geworden. Und dann muss man sagen, Total Cost of Ownership. Im Standard werden wir günstiger gefahren, werden vielleicht nicht so viel gerissen und nicht so viel geschafft. Aber passt auf, dass ihr nicht zu viel individualisiert und dass ihr dafür sorgt, dass eure Bausteine einigermaßen austauschbar sind und dass sie zueinander passen. Und das ist die gute Nachricht, dass wir sich gerade sehr viele Standards entwickeln rund um KI, sodass zum Beispiel das Modell austauschbar ist, dass die Schnittstellen austauschbar sind. Und denkt in solchen
Baustein, ja, also baut lieber mit KI ein Fertighaus, ja, als den ganz individuellen Bungalow. Ja, klar. Okay, gut. Das heißt, wenn man ein vernünftiges Regelwerk dahinter hat, wenn man das Ganze vernünftig aufgebaut hat im Standard, dann wird KI nicht zur Bremse und auch das Regelwerk dahinter nicht zur Bremse, sondern bringt das Unternehmen. Ja, aber wobei, du solltest dich als Unternehmer natürlich selber bremsen, ne? Inwiefern? Ja, du musst da schon so ein paar Schleusen einbauen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir alle Schleusen los und alle Leinen los und dann geht das irgendwie, beginnt die wilde Fahrt. Ja? Das meinte ich ja mit Richtlinien. Genau. Ja, lass uns den Workflow gestalten, lass uns Rechte klären. Was darf der Mitarbeiter, was darf die KI, was darf die KI nicht? Ja? KI denkt immer in Guardrails, ja, die hat immer so Regeln. Und man kann das auch so machen, dass man an bestimmten Stellen einfach sagt, okay, hier redet die KI halt nur über eine dedizierte Schleuse mit dem ERP. Ja? Das kannst du zum Beispiel so machen, dass du einen Benutzer definierst, ja, du sagst, ich habe hier einen KI, ich nenne den jetzt mal Buchhalter, ja, und der hat auch wirklich nur bestimmte Rechte, bestimmte Dinge zu tun, aber vielleicht keine zweite Freigabe. Ja? Und das heißt, du begrenzt den genauso wie einen Benutzer, grenzt du den genauso ein. Und ja, Kosten ist das andere. Und dann musst du auch unbedingt hingehen, dass du protokollierst, was die KI tut. Auch ganz wichtig bei der Governance, ja. Also, ja, eine KI hat kein Logfile, ja, was sie denkt. Aber ich kann dokumentieren, welchen Datensatz oder welche Informationen sie sozusagen oder welchen Auftrag sie irgendwo hingeschickt hat. Oder ich kann dir sagen, ich möchte bitte, dass du das machst. Ja? Ja, okay. Gut. Dann lass uns doch mal hinschauen, was das ganz praktisch für den Mittelstand bedeutet. Ja. Wie legt man los? Du hast gerade schon was von einem Bauleiter erzählt, der wird gebraucht. Wie startet der? Also ich kann Ihnen mal erzählen, wie wir angefangen haben. Wir sind tatsächlich schon vor 3 Jahren sozusagen unternehmensweit, also wir haben ja, wie die meisten auch, mit dem Anfang von ChatGPT, der eine oder andere sogar schon vor ChatGPT, sind wir zusammengekommen mit KI. Und dann sind wir hingegangen und sind in die Lernkurve gegangen. Wir haben intern so einen Kreis, nennt sich AI Sparks. Da machen wir so TED-Talks und da stellt so jeder vor, was er mit KI macht. Du hast da schon gezeigt, was du machst. Ja, die Vicky hat gezeigt, wie sie Videos macht mit digitalen Avataren. Wir haben gezeigt, wie man große Prompts baut. Wir haben gezeigt, wie man am Anfang Software entwickelt, wie wir mittlerweile Softwareentwicklung orchestrieren, ja, und wie wir mit Software dafür sorgen, dass unsere Daten besser werden oder wie wir Daten anreichern. All diese Dinge haben Kollegen bei uns schon intern gezeigt. Und immer mehr Mitarbeiter nutzen dadurch jetzt aktiv das und lernen von den anderen, weil dieser Austausch da ist, weil wir das auch immer aufzeichnen. Ich weiß gar nicht, wie sind mittlerweile über 50, 60 Videos zusammengekommen. Wir machen das alle 4 Wochen, 2, 3 solche Talks. Lernkurve. Das zweite ist, also erstmal verstehen, dann sollte man sich irgendwo festlegen, wie will ich denn KI wirklich nutzen, wie viel Schatten-IT will ich zulassen, ja? Der eine oder andere wird sich ja mit dem Gedanken beschäftigen müssen, mit dem Betriebsrat über die Nutzung von KI zu reden. Ja. Auch das ist sozusagen so ein To-Do. Und dann bitte testen. Ja, ich meine, ihr kennt das aus der Rechnungsverarbeitung. Nehme ich mal das Beispiel. Ja, wir wollen alle, dass eine Rechnung verarbeitet wird und interpretiert wird und dann die möglichst automatisch gebucht wird. Aber wir stellen immer wieder fest, da macht die KI oder das System einen Fehler. Klar. Das wird an anderen Stellen auch passieren. Und da müsst ihr in die Lernkurve reinkommen. Und das ist so ein bisschen, da nehme ich immer so den Vergleich mit dem Autofahren. Ja, denkt an dieses autonome Fahren oder assistierte Fahren. Wir geben immer mehr aus der Hand und wir lassen immer mehr zu, dass unser Auto automatisch bremst, automatisch beschleunigt, den Abstand einhält. Ja, viele wussten gar nicht, dass der Mindestabstand so groß ist, wie das Auto den heute einhält. Und lernen das jetzt erst wieder, weil sie als sie den Führerschein gemacht haben, da haben sie dann nicht so hingehört. Und wir müssen in diese Lernkurve rein und dann in dieser Lernkurve werden wir
einzelne Produkte implementieren. Versucht das produkthaft zu machen, nicht zu viel individuell bauen, sonst kommt ihr in die Individualsoftware rein. Und dann bekommt ihr es auch hin und macht das ruhig mit jemandem, der eure Komponenten kennt. Also mit uns zum Beispiel als ERP-Partner, wir wissen halt, was rund um das Dokumentmanagement und ERP passiert. Ja? Jetzt hast du uns schon direkt ins Spiel gebracht. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Wie können wir als S&S Softwarepartner denn unsere Kunden unterstützen? Ja, wir entwickeln ja selber Komponenten. Wir stellen auch Services über unsere eigene Hardware bereit. Also da läuft die KI dann bei uns im Keller. Ja, da müsst ihr eure Daten nicht nach Amerika schicken. Wir stellen auch Produkte zur Verfügung, die bestimmte Dinge übernehmen. Und wir kennen natürlich auch von den Herstellern, jetzt Haufe zum Beispiel oder von Develop, die Komponenten. Ja? Und wir kennen nicht nur die Dinge, die heute schon verfügbar sind, sondern auch die in Zukunft kommen. Und so können wir die Einführung vernünftig planen. Wir können mit dem Unternehmer überlegen, was ist denn im Moment der größte Pain? Und wo ist der Hebel? Und wo möchte ich ansetzen? Ja? Was wollen wir denn überhaupt miteinander verbinden? Ja? Also, und jedes Unternehmen hat einen Pain. Und jedes Unternehmen hat irgendwo eine Stelle, wo sie einfach sagen, okay, da kommen wir gar nicht mehr gegen an. Und da brennt es am meisten. Und dann lass uns da in dem Moment hingucken und gucken, ob wir da produkthaft was machen können. Weil, wie gesagt, wenn du anfängst, sozusagen ganz individuell auf der grünen Wiese irgendwas zu bauen, ganz individuell, das ist keine so gute Idee. Und ihr werdet die Governance nicht in die Regel bekommen, hinbekommen. Und ihr werdet wahrscheinlich nicht nur einen Partner haben, und nicht nur uns als einzelne Partner haben, um betriebsfähig zu bleiben und das alles zu nutzen, weil für euer Spezialgeschäft vielleicht noch andere da sind. Aber nehmt euch die an eure Seite. Die Entwicklung, die wird nicht aufzuhalten sein. Jeder muss da irgendwo einsteigen. Aber derjenige, der bei euch das Ganze verantwortet, der sollte sich mit dem, der euch betreut, verbinden und gemeinsam hingucken, wie können wir diese Dinge mit den heutigen Methoden schon lösen. Ja? Und das andere ist vielleicht auch so ein bisschen begleitet reingehen, kleinere Probleme jetzt doch selbstständig zu lösen, ohne aber da eine zu große Plattform zu bauen, weil die großen Plattformen, die werden ohnehin kommen. Ja? Aber auch da muss man aufpassen. Also wir sehen das jetzt zum Beispiel bei Google, die bauen ja diese ganz tolle Plattform, die möchte das alles steuern und alles übernehmen. Aber die wird nachher am Ende des Tages natürlich auch verrückt zentral in unserem Unternehmen drin sein. Und das wird ein Login sein, der nicht vergleichbar ist mit dem, was wir an Login und an Abhängigkeit bisher kennen. Also gut auswählen, mit welchem System durchgearbeitet werden soll. Und eben auch, ich sag mal, irgendwo darauf achten, dass ihr euch nicht abhängig macht. Ja, also dass ihr selber in der Lage seid zu entscheiden, mit welchem Dienstleister ihr morgen zusammenarbeitet. Ja, und es gibt Plattformen für vieles, wo ich mich abhängig mache, und es gibt andere Möglichkeiten, das so zu orchestrieren, dass ich mich nicht abhängig mache, die sozusagen alles verbinden. Und ich persönlich würde immer in die Richtung im Moment denken. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank, Dirk. Und dann würde ich sagen, wenn du als Zuschauer gerade noch Fragen haben solltest zu diesem ganzen Thema, dann kannst du natürlich gerne auf uns zukommen. Und abonniere unbedingt unseren Kanal, weil wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Videos zum Thema KI aufnehmen werden. Bis dahin.